Hallo und willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute sprechen wir über ein Thema, das im Alltag super wichtig ist, aber für viele Deutschlandländer ein bisschen schwierig ist. Gefühle. Max, bist du bereit? Total bereit. Und du hast recht, Anna. Viele Menschen sagen, ich kann über Essen sprechen, über Arbeit sprechen, aber über meine Gefühle zu sprechen ist schwer. Aber heute machen wir es ganz einfach. Genau. Wir beginnen mit den wichtigsten Wörtern. Lass uns mit positiven Gefühlen starten. Das erste Wort ist glücklich. Glücklich bedeutet sehr froh sein, ein gutes Gefühl im Herzen haben. Zum Beispiel, ich bin heute glücklich. Ein anderes positives Wort ist zufrieden. Zufrieden bedeutet, alles ist okay, man fühlt sich ruhig und ausgeglichen. Nicht superglücklich, aber angenehm. Zum Beispiel, ich bin zufrieden mit meinem Tag. Und dann haben wir entspannt. Wenn man entspannt ist, fühlt sich der Körper locker an. Kein Stress, keine Angst. Zum Beispiel, nach dem Spaziergang bin ich entspannt. Ein schönes Wort ist auch motiviert. Motiviert bedeutet, man hat Energie und Lust, etwas zu machen. Zum Beispiel, ich bin motiviert, Deutsch zu lernen. Und ein wichtiges Wort im Alltag ist dankbar. Dankbar bedeutet, man schätzt etwas, man freut sich über etwas. Zum Beispiel, ich bin dankbar für meine Freunde. Okay, jetzt kommen wir zu negativen Gefühlen. Sie sind genauso wichtig, weil man sie im Alltag oft sagen möchte. Das erste Wort ist traurig. Traurig bedeutet, man fühlt Schmerz im Herzen. Vielleicht möchte man weinen. Zum Beispiel, ich bin traurig, weil mein Tag schwer war. Das nächste ist müde. Müde bedeutet, keine Energie zu haben. Zum Beispiel, ich bin müde, ich brauche Schlaf. Dann kommt gestresst. Gestresst bedeutet zu viele Dinge gleichzeitig, zu viel Druck. Zum Beispiel, ich bin gestresst wegen der Arbeit. Und nicht vergessen, wütend. Wütend bedeutet sehr sauer sein, ein starkes negatives Gefühl haben. Zum Beispiel, ich bin wütend, weil ich lange warten musste. Ein wichtiges Gefühl ist auch nervös. Nervös bedeutet unruhig sein, nicht wissen, wie etwas wird. Zum Beispiel, ich bin nervös vor der Prüfung. Und ein Gefühl, das viele Menschen kennen, ist einsam. Einsam bedeutet, man ist allein und fühlt sich dabei nicht gut. Zum Beispiel, manchmal fühle ich mich einsam. Es gibt auch Gefühle, die neutral oder gemischt sind. Zum Beispiel überrascht. Überrascht bedeutet, dass etwas passiert, womit man nicht gerechnet hat. Zum Beispiel, ich bin überrascht, dass du hier bist. Dann haben wir gelangweilt. Gelangweilt bedeutet, nichts ist interessant. Man möchte etwas anderes machen. Zum Beispiel, ich bin gelangweilt im Bus. Und noch ein wichtiges Wort ist verwirrt. Verwirrt bedeutet, man versteht etwas nicht richtig. Zum Beispiel, ich bin verwirrt. Kannst du das erklären? Max, wie fühlst du dich heute? Ich fühle mich ein bisschen müde, aber auch motiviert. Und du? Ich bin heute zufrieden, der Morgen war ruhig und das macht mich entspannt. Sehr gut. Und für unsere Zuhörer, ihr könnt jetzt laut sagen, wie ihr euch heute fühlt. Benutzt eines der Wörter glücklich, müde, gestresst, überrascht. Also noch einmal kurz zusammengefasst. Glücklich, sehr froh, zufrieden, alles ist okay, entspannt, ohne Stress, motiviert, Energie für etwas. Dankbar, etwas schätzen. Und die negativen Gefühle, traurig, schlechtes Gefühl, vielleicht möchte man weinen, müde, wenig Energie, gestresst, zu viel zu tun, Druck, wütend, sehr sauer, nervös, unruhig, unsicher, einsam, allein und nicht froh. Und noch die anderen, überrascht, etwas Unerwartetes passiert, gelangweilt, nichts ist interessant, verwirrt, etwas nicht verstehen. Hier ein paar Beispielsätze. Heute bin ich glücklich. Ich bin müde. Ich brauche Kaffee. Ich bin überrascht, dich hier zu sehen. Ich fühle mich einsam. Ich bin gestresst wegen der Arbeit. Viele Deutschlandländer denken, ich kann meine Gefühle nicht sagen. Aber das stimmt nicht. Mit ein paar Wörtern kannst du schon sehr viel ausdrücken. Ja, und Gefühle sind super wichtig für echte Gespräche.
Wenn du sagen kannst, wie du dich fühlst, wirst du natürlicher und selbstbewusster. Und genau deshalb geht es im nächsten Teil darum, wie man richtige Sätze baut, um Gefühle auszudrücken, mit kleinen, einfachen Strukturen wie ich bin, ich fühle mich, mir ist und es macht mich. Wie baut man Sätze mit Gefühlen? Wir kennen jetzt schon viele Wörter für Gefühle, aber jetzt kommt der wichtigste Schritt. Wie machen wir daraus echte Sätze? Wie benutzen wir Gefühle im Alltag? Genau. Und wir beginnen mit der einfachsten Struktur. Ich bin. Das ist perfekt, um ein Gefühl direkt zu sagen. Zum Beispiel, ich bin müde, ich bin glücklich, ich bin traurig. Das ist super einfach, weil ich bin immer gleich bleibt. Und viele Lernende machen hier Fehler und sagen zum Beispiel, ich habe müde, das ist falsch. Man sagt immer, ich bin müde, also ich bin plus Gefühl. Die zweite Struktur ist, ich fühle mich. Das bedeutet, wie fühlt sich mein Körper oder meine Emotion von innen an? Zum Beispiel, ich fühle mich gestresst, ich fühle mich motiviert, ich fühle mich einsam. Und was ich an dieser Struktur liebe, du kannst Nuancen ausdrücken. Zum Beispiel, ich fühle mich heute ein bisschen traurig oder ich fühle mich sehr glücklich. Das klingt natürlicher und persönlicher. Und jetzt kommt eine Struktur, die viele nicht kennen. Die kennt man meistens von mir ist kalt oder mir ist warm, aber man kann sie auch für Gefühle benutzen. Zum Beispiel, mir ist langweilig. Und Achtung, das ist ein super wichtiger Punkt. Wenn du sagst, ich bin langweilig, dann bedeutet das, dass du eine langweilige Person bist. Aber mir ist langweilig heißt, ich fühle Langeweile. Großer Unterschied. Also immer merken, mir ist langweilig gleich richtig. Ich bin langweilig gleich andere Bedeutung. Genau. Und die vierte Struktur ist, es macht mich. Das bedeutet, dass etwas von außen dein Gefühl verändert. Zum Beispiel, es macht mich traurig, wenn du nicht antwortest. Es macht mich nervös, wenn viele Leute zuhören. Es macht mich glücklich, wenn ich Musik höre. Und das Schöne daran ist, du erklärst damit sofort die Ursache. Und jetzt kommt die fünfte Struktur. Sie ist etwas speziell. Kann man nicht für alle Gefühle benutzen. Zum Beispiel ist ich habe traurig falsch. Aber ein Gefühl funktioniert so, ich habe Angst. Genau, Angst haben ist ein festes Verb. Du kannst sagen, ich habe Angst vor Prüfungen, ich habe Angst vor Spinnen oder ganz einfach, ich habe Angst. Lass uns ein kleines Übungsgespräch machen. Max, wie fühlst du dich heute? Ich fühle mich heute motiviert, aber mir ist ein bisschen kalt. Und du? Ich bin müde, aber ich fühle mich entspannt. Ein guter Mix. Für unsere Zuhörer, sag jetzt einmal laut, wie du dich heute fühlst. Benutze einen der Sätze, ich bin, ich fühle mich, mir ist, es macht mich. Und jetzt zeigen wir ein paar typische Alltagssituationen. Stell dir vor, du bist bei der Arbeit. Dann kannst du sagen, ich bin gestresst. Ich fühle mich überfordert. Es macht mich nervös, wenn der Chef anruft. Oder in der Schule. Ich bin nervös wegen der Präsentation. Ich fühle mich müde nach den Hausaufgaben. Mir ist langweilig im Unterricht. Und in einer Freundschaft, ich bin glücklich, dich zu sehen. Ich fühle mich nicht gut, weil wir gestritten haben. Es macht mich traurig, wenn du so leise bist. Wenn du diese Sätze kannst, kannst du schon richtig gute Gespräche führen. Viele Menschen denken, sie brauchen lange Sätze. Nein, kurze Sätze wie ich bin müde, ich fühle mich schlecht, mir ist kalt, reichen vollkommen. Genau. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Wir müssen lernen, die Gründe zu sagen. Also nicht nur ich bin gestresst, sondern auch ich bin gestresst, weil ich morgen eine Prüfung habe. Oder ich bin glücklich, denn ich habe gute Nachrichten bekommen. Oder ich bin müde, deshalb trinke ich Kaffee. Und dafür brauchen wir 3 kleine Wörter. Weil, denn, deshalb. Wie sagt man den Grund? Im ersten Teil haben wir Wörter für Gefühle gelernt. Im zweiten Teil haben wir gelernt, wie man Sätze damit baut. Und jetzt kommt der nächste wichtige Schritt. Wie erklären wir, warum wir uns so fühlen? Genau.
Viele Deutschlernende sagen nur, ich bin müde, ich bin traurig, ich bin nervös. Aber wenn man sagt, warum, wird der Satz sofort viel natürlicher. Und genau dafür brauchen wir 3 kleine Wörter. Weil, denn, deshalb. Fangen wir mit dem ersten Wort an. Weil. Weil bedeutet, ich sage den Grund. Zum Beispiel, ich bin müde, weil ich schlecht geschlafen habe. Genau. Und wichtig, nach weil kommt das Verb ans Ende. Also weil ich schlecht geschlafen habe. Viele Lernende vergessen das, aber mit ein bisschen Übung geht das ganz automatisch. Noch ein Beispiel. Ich bin glücklich, weil die Sonne scheint. Ich bin nervös, weil ich heute ein Gespräch habe. Sehr gut. Jetzt kommt das zweite Wort. Denn. Denn bedeutet fast das gleiche wie weil, aber das Verb bleibt an der normalen Position. Zum Beispiel, ich bin müde, denn ich habe schlecht geschlafen. Ja, bei denn bleibt alles normal. Deshalb ist denn für viele Lernende einfacher. Andere Beispiele, ich bin traurig, denn ich vermisse meine Freunde. Ich bin nervös, denn morgen habe ich eine Prüfung. Und jetzt das dritte Wort. Deshalb. Deshalb zeigt die Folge, also die Konsequenz. Zum Beispiel, ich habe schlecht geschlafen. Deshalb bin ich müde. Genau. Bei weil und denn beginnt man mit dem Gefühl und gibt danach den Grund. Bei deshalb beginnt man mit dem Grund und sagt danach das Ergebnis. Ein anderes Beispiel, es regnet, deshalb bin ich zu Hause geblieben. Lass uns ein paar Alltagssätze machen, damit alles klar ist. Ich beginne, ich bin gestresst, weil ich viel Arbeit habe. Und ich mache einen Satz mit denn, ich bin glücklich, denn ich habe eine gute Nachricht bekommen. Und jetzt mit deshalb, ich habe eine gute Nachricht bekommen, deshalb bin ich glücklich. Sehr schön. Jetzt machen wir kleine Situationen. Situation 1, du hast morgen eine wichtige Präsentation. Dann würde ich sagen, ich bin nervös, weil ich morgen präsentieren muss. Oder ich bin nervös, denn morgen ist meine Präsentation. Oder morgen ist meine Präsentation, deshalb bin ich nervös. Perfekt. Situation 2, du hast dein Zimmer aufgeräumt, alles ist sauber. Dann sage ich bin zufrieden, weil mein Zimmer sauber ist. Oder mein Zimmer ist sauber, deshalb bin ich zufrieden. Sehr gut. Situation 3, dein Freund ruft dich nicht zurück. Dann sage ich vielleicht, ich bin traurig, weil er nicht zurückruft. Ich bin wütend, denn ich warte schon lange. Er ruft nicht zurück, deshalb bin ich traurig. Super Beispiele. Jetzt möchte ich ein paar typische Fehler erklären, die viele Lernende machen. Fehler 1. Nach, weil das Verb nicht ans Ende setzen. Viele sagen, ich bin müde, weil ich habe schlecht geschlafen. Richtig ist, ich bin müde, weil ich schlecht geschlafen habe. Und Fehler 2, deshalb falsch benutzen. Viele sagen, ich bin deshalb müde, ich habe schlecht geschlafen. Besser ist, ich habe schlecht geschlafen, deshalb bin ich müde. Und Fehler 3. Denn und weil mischen. Zum Beispiel, ich bin traurig, denn er nicht kommt. Richtig ist, ich bin traurig, denn er kommt nicht. Genau. Und jetzt machen wir ein kleines Training für unsere Zuhörer. Ich sage einen Satz und ihr ergänzt ihn. Satz 1. Ich bin müde, weil zum Beispiel ich gestern spät ins Bett gegangen bin. Satz 2. Ich bin nervös, denn zum Beispiel ich heute ein Vorstellungsgespräch habe. Satz 3. Ich habe viel gearbeitet, deshalb zum Beispiel bin ich gestresst. Sehr gut, jetzt machen wir eine kleine Kombination mit Gefühlen und Gründen. Max, wie fühlst du dich heute? Ich fühle mich motiviert, denn ich habe heute gut gefrühstückt. Schön. Ich fühle mich ein bisschen müde, weil ich gestern sehr spät schlafen gegangen bin. Das kenne ich. Und warum bist du heute ein bisschen still? Ich bin nachdenklich. Deshalb rede ich nicht so viel. Verstehe. Dann genieße ich die Ruhe. Lass uns ein paar typische Kombinationen machen. Pass gut auf, denn diese Sätze sind sehr häufig im Alltag. Ich bin glücklich, weil ich Freunde treffe. Ich bin nervös, denn ich muss heute etwas Wichtiges machen. Ich bin müde, deshalb trinke ich Kaffee. Ich bin traurig, weil das Wetter schlecht ist. Ich bin gestresst, denn ich habe zu viel Arbeit. Es ist laut, deshalb kann ich mich nicht konzentrieren. Und viele Gefühle kann man auch mischen. Zum Beispiel,
Ich bin müde, aber glücklich. Oder ich bin nervös, aber motiviert. Und jetzt, wo wir gelernt haben, wie wir Gefühle erklären können, kommt der nächste Schritt. Wie fragen wir andere nach ihren Gefühlen? Und wie reagieren wir empathisch? Wie fragt man andere nach Gefühlen? Gefühle sind nicht nur Grammatik, sie sind Kommunikation. Genau. Im nächsten Teil sprechen wir darüber, wie man sagt, was ist los? Wie fühlst du dich? Geht es dir gut? Das brauchen wir alles für echte Gespräche. Jetzt können wir Gefühle benennen und die Gründe dafür sagen. Aber ein wichtiger Teil fehlt noch. Wie sprechen wir mit anderen über Gefühle? Wie fragen wir nach und wie reagieren wir empathisch? Viele Deutschlernende sagen, ich kann über mich sprechen, aber wie frage ich andere? Und das ist total wichtig, weil Gefühle immer in Gesprächen vorkommen. Also fangen wir mit den wichtigsten Fragen an. Die erste Frage ist super einfach und sehr häufig. Wie fühlst du dich? Das bedeutet, wie ist dein emotionaler Zustand? Eine andere Frage ist, was ist los? Das sagt man, wenn man merkt, dass jemand anders ist als sonst. Vielleicht traurig, still oder nervös. Ja. Und eine sehr freundliche Frage ist, geht es dir gut? Das zeigt Interesse und Empathie. Und wenn jemand sehr still ist oder nicht so lacht wie sonst, kann man auch fragen, warum bist du heute so ruhig? Oder du wirkst ein bisschen traurig. Stimmt das? Viele Menschen haben Angst, diese Fragen zu stellen, aber in Deutschland ist das völlig normal. Es zeigt, dass du aufmerksam bist und Interesse hast. Lass uns ein kleines Beispiel machen. Anna, du bist heute ein bisschen still. Geht's dir gut? Ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich bin ein bisschen gestresst. Oh, das tut mir leid. Was ist los? Ich habe diese Woche viel Arbeit, deshalb fühle ich mich müde und angespannt. Das verstehe ich gut. Wenn du möchtest, können wir später noch darüber reden. Und genau diese Sätze sind super wichtig. Das tut mir leid. Ich verstehe dich. Ich kann gut nachvollziehen, wie du dich fühlst. Wenn du willst, können wir reden. Ja, diese Sätze zeigen Empathie. Empathie bedeutet, man versteht, wie sich eine andere Person fühlt. Und das ist ein sehr wichtiger Teil von echten Gesprächen. Viele Lernende wollen emotional reagieren, aber wissen nicht, welche Sätze natürlich sind. Hier sind ein paar Beispiele. Das klingt schwer. Ich bin bei dir. Du bist nicht allein. Ich unterstütze dich. Und natürlich auch etwas Positives. Ich freue mich für dich. Zum Beispiel, wenn jemand glücklich oder stolz ist. Max, du siehst heute sehr fröhlich aus. Warum? Ich bin glücklich, denn ich habe gute Nachrichten bekommen. Oh, das freut mich sehr für dich. Worum geht es? Ich erzähle es dir später, aber im Moment fühle ich mich einfach richtig gut. Das ist schön zu hören. Solche Tage sind wichtig. Viele Menschen wissen nicht, was sie sagen sollen, wenn jemand traurig ist. Hier sind ein paar ganz einfache und warme Sätze. Das tut mir wirklich leid. Ich verstehe, dass du traurig bist. Du kannst mit mir darüber sprechen. Das ist eine schwierige Situation. Ich bin für dich da. Und wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, kannst du einfach sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich bin hier. Das ist eine wunderschöne und ehrliche Reaktion. Eine der häufigsten Fehler ist, ich habe traurig. Das ist falsch. Richtig ist, ich bin traurig. Oder viele sagen, ich fühle mich langweilig. Sie meinen eigentlich, mir ist langweilig. Und manchmal sagen Lernende, warum, du bist traurig? Das klingt nicht natürlich. Besser ist, warum bist du traurig? Oder noch freundlicher, warum fühlst du dich traurig? Genau. Und jetzt machen wir typische Situationen durch. Situation 1. Arbeit. Ich bin nervös wegen der Präsentation. Ich bin gestresst, weil ich viele Aufgaben habe. Ich fühle mich heute nicht so gut. Situation 2. Freundschaft. Ich freue mich, dich zu sehen. Es macht mich traurig, dass wir gestritten haben. Ich brauche ein bisschen Ruhe. Situation 3. Beziehung. Ich fühle mich verletzt. Ich bin glücklich, wenn wir zusammen sind. Ich bin sauer, weil du nicht geschrieben hast. Situation 4. Gesundheit. Mir ist schlecht. Ich fühle mich schwach. Ich brauche eine Pause.
Okay, lass uns einen kleinen Übungsdialog machen. Stell dir vor, du redest mit einem Freund. Frage, wie fühlst du dich heute? Antwort, ich fühle mich, und dann sagst du dein Gefühl. Frage, warum fühlst du dich so? Antwort, mit weil oder denn. Und am Ende kannst du sagen, wenn du willst, können wir darüber reden. Perfekt. Ganz einfache Strukturen, aber sehr stark. Viele Deutschlandländer haben Angst, über Gefühle zu sprechen. Aber in Wirklichkeit macht genau das Gespräche warm und menschlich. Ja, Gefühle sind nicht kompliziert. Wir machen sie kompliziert. Im Deutschen brauchst du keine langen Sätze. Ein Satz wie, ich fühle mich heute nicht gut, reicht völlig aus. Und wenn du lernst, Gefühle zu sagen, Gründe zu geben und empathisch zu reagieren, dann kannst du echte Gespräche führen. Nicht nur Grammatik, echte Verbindung. Und genau darum geht es beim Deutschlernen. Wenn dir diese Folge geholfen hat, abonniere unbedingt unseren Kanal. So verpasst du keine neuen Lernmomente mehr. Und schreib uns unten in die Kommentare, wie du dich heute fühlst. Nur ein Satz. Das ist dein kleines Training. Und jetzt wähle eines der Videos, die hier auf dem Bildschirm erscheinen, und mach direkt weiter. Du wirst jeden Tag ein bisschen besser. Wir glauben an dich.